Können wir mit dieser Umnäh- und Aufschneidetechnik auch rechteckige Blöcke arbeiten? Das hatte Katja gefragt und ja, das geht. Wir müssen aber ein bisschen was beachten. Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke und wir arbeiten einen rechteckigen Block. Was wir brauchen ist, wir brauchen 3 Stoffe. 3 unterschiedliche Stoffe. Mit 2 Stoffen funktioniert es nicht. Diese 3 Stoffe sollten kontrastreich sein, sonst sieht das Ganze nachher langweilig aus und wir könnten uns die Mühe sparen. Wir arbeiten diesen Block von der Mitte nach außen. Das heißt, wir brauchen zunächst einmal ein Stoffstück in einer Größe 7,5 x 15 cm. Und da wir das Ganze zusammennähen, nehmen wir ein zweites Stoffstück und legen unsere Stoffe rechts aufeinander. Diese beiden Stoffe stecken wir einmal und nehmen sie mit zur Nähmaschine. So schaut das Ganze aus und wir nähen einmal um unser ganzes Rechteck herum. Das Ganze sollte für Anfänger sehr leicht verständlich sein, also erklären wir das Ganze auch kleinteilig. Das heißt, unser Quadrat nehmen wir und wir schieben das unter unser Füßchen. Als Füßchen habe ich ein Standardfüßchen gewählt. Wer ein 1/4 Inch Füßchen nutzen möchte, kann das sehr gerne tun. Wenn wir mit dem Standardnähfüßchen arbeiten, haben wir einen Vorteil. Wenn wir unser Standardnähfüßchen auf unseren Transporteur senken, dann wird der ganze Transporteur abgedeckt. Und wir haben einen sehr guten Griff an unserer Maschine. Wir haben aber auch eine 0,7 mm breite Naht und unsere Naht sollte schmaler sein. Damit das gut funktioniert, setzen wir unsere Nadel von der Mitte nach außen. Ich setze die Nadel nach rechts außen, da ich den Stoff von links unterschiebe. Ihr macht das, wie ihr das gerne mögt. Wir schieben den Stoff unter. Und wir senken unser Füßchen so ab, dass die Außenkante des Stoffes und die Außenkante des Füßchens auf einer Linie sind. Ja, und dann nähen wir los. Ja. Stellt die Stichlänge sehr klein ein. Mit einer sehr kleinen Stichlänge könnt ihr auch später, wenn wir schneiden, davon ausgehen, dass eure Nähte sich nicht lösen. Und eine sehr kleine Stichlänge lässt euch den Stich zur Seite hin ganz genau abmessen. Bis zurück zum Anfang. Und so schaut unser Ergebnis aus. Nun möchten wir das Ganze aufschneiden und das ist bei diesem Block ein bisschen anders als bei dem quadratischen Block. Zunächst einmal ermitteln wir bei unserem Block die Mitte. Wir können das Ganze nachmessen, wir können das Ganze aber auch einmal falten. Wir zeichnen unsere Mittellinie einmal ein und bevor wir irgendwas schneiden, brauchen wir noch ein paar Linien mehr. Wir nehmen die Mittellinie unseres Lineals, also die 45-Grad-Linie, und legen die 45-Grad-Linie genau auf unsere Naht. Dann zeichnen wir von der genähten Spitze bis zur Mittellinie eine 45-Grad-Linie. Das gleiche machen wir auf der zweiten Seite. So schaut das aus. Wir haben die Mittellinie und wir haben unsere eingezeichneten Winkel. Nun schneiden wir einmal unsere Mittellinie ein. Das heißt, wir ziehen beide Stoffseiten auseinander. Wir nehmen unsere markierte Linie und schneiden das Ganze, so sieht man es besser, einmal ein. Jetzt schneiden wir die Mittellinie so bis zur Spitze ein und wir schneiden die 45-Grad-Linien ein. So schaut das aus. Wir schlagen die Seiten nach außen und wir bügeln einmal die Außenseiten.
und die vierte Seite. Und so schaut das Ganze nun aus. Und wenn wir uns das so anschauen, dann haben wir ein paar zu viele Ecken. Das ist kein Quadrat mehr. Das heißt, wir müssen diese Seiten auffüllen. Wir müssen also Dreiecke ansetzen. Wir messen einmal die Länge von der Spitze bis zur Rechteckseite. Das sind bei mir, Moment, 8,5 cm. Als Anfänger könnt ihr hingehen und könnt euer Dreieck ein bisschen größer ausmessen. Dann habt ihr es beim Zusammensetzen wesentlich leichter. Das heißt, wir machen das Ganze anfängertauglich. Wir nehmen also unser Dreieck nicht 8,5, sondern 9 cm groß. Hoppala. Dazu nehmen wir den dritten Stoff und schneiden ein Quadrat zu. 9 mal 9 soll das Ganze werden. Wir schneiden also ein Stück Stoff passend zu. Unser 9 mal 9 großes Stoffstück teilen wir in der Diagonalen und schaffen 2 Dreiecke. Unsere beiden Dreiecke legen wir nun rechts auf unsere Seiten. Das Ganze drehen wir einmal um und wenn wir unsere Stoffstücke so ein Itzchen größer gelassen haben, können wir das Ganze nun so zusammenlegen, dass wir unser unteres Dreieck auf jeden Fall so ein paar Millimeter weit sehen. So. Wenn uns das Ergebnis gefällt, nähen wir das zusammen. Wir setzen unser Füßchen mit der Außenkante an das schon genähte Stück an und unser Patch an und wir nähen. Jetzt haben wir auf jeden Fall alle Stoffe im Blick. Wir sehen den unteren Stoff ganz deutlich und wir sehen unsere Stoffkante. Wir wissen also, egal wie wir das nähen, wir sind auf der sicheren Seite. Und wir legen los. Bis in die Spitze. Und bis nach unten. Was passiert, wenn ihr schief näht? Dann macht es mit der nächsten Runde wieder gerade. Wenn ich das jetzt zuschneide, dann nehme ich meine genähte Linie. Und ich möchte eine schmale Nahtzugabe. Das habe ich bei dieser Art von Patch am liebsten, also mache ich das so. Ich nehme also meine 0,5 mm Linie und diese 0,5 mm Linie lege ich auf meine Naht. Und ich schneide. Das jetzt, ja. Die nächste Seite. Und die vierte Seite. So schaut unser Ergebnis aus. Wir legen das nächstgroße Lineal auf unser Patch und legen das Ganze von einer Spitze zur nächsten. Wir markieren die Mitte und wir schneiden das Ganze einmal auf. Wir nehmen uns unser Bügeleisen und wir bügeln die Seiten erneut nach außen. Wenn wir das jetzt umbügeln, dann passen unsere Seiten gar nicht. Die gehen gar nicht bis nach außen. Und das sollen sie auch nicht. Was wir jetzt machen, ist, wir messen die Größe unserer Spitze. Und das sind in der ersten Runde 2 cm. Und auf diese 2 cm schneiden wir nun jede Blockseite zurück. Und siehe da, wir haben einen komplett geraden ersten Block. Wenn wir unseren Block wieder auf ein Quadrat gebracht haben, dann kommt wieder die nächste komplett geschlossene Seite.
Dieses ganze Thema wiederholen wir immer und immer wieder. Wenn wir unseren Block fertig genäht haben, dann ist es ganz spannend, wenn wir diesen Block einmal längs und einmal quer teilen in 4 gleich große Stücke. Und diese 4 gleich großen Seiten geben uns sehr, sehr viele Möglichkeiten, diesen Block immer wieder zu verändern. Es gibt super viele Möglichkeiten, mit diesem Block zu spielen. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter patchen und quilten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!